Das trifft den Bären ins Mark. Kulturstaatsministerin Claudia Roth krempelt die Berlinale Leitung um. Der künstlerische Leiter der Berlinale faktisch abgesägt. Ein kulturpolitischer Paukenschlag, der in der internationalen Filmwelt nachhallt. Mehr als 400 Filmemacher finden dazu in einem offenen Brief klare Worte. Wir, eine Gruppe von Filmemachern aus aller Welt, protestieren gegen das schädliche, unprofessionelle und unmoralische Verhalten von Staatsministerin Claudia Roth, die den von uns sehr geschätzten künstlerischen Leiter Carlo Chatrian zum Rücktritt gezwungen hat. Dabei hatte alles so hoffnungsvoll begonnen. Mai 2019, 70. Geburtstag der Berlinale. Die neue Doppelspitze stellt sich vor. Mariette Rissenbeek kümmert sich um Finanzen, Vernetzung und Sponsoren. Carlo Chatrian hat freie Fahrt für die Kunst. Gute Idee, eigentlich. Die Berlinale ist wegen ihrer Größe eines der kompliziertesten Festivals überhaupt. Die Doppelspitze ist da völlig angemessen. Oder doch nicht? Heute, 4 Jahre später, sieht die Sache anders aus. Schluss mit dem Doppelmoppel. Ein neues Intendanzmodell soll her. Alle Macht in einer Hand. Und das soll nicht die Hand von Carlo Chatrian sein. Er aber will sich keinem Intendanten unterordnen. Und Mariette Rissenbeek hat schon vorher ihren Rückzug angekündigt. Einfach war sie nicht, die Amtszeit der beiden. Die Fußstapfen des Vorgängers Dieter Koslik waren groß. Dann die lange Corona-Pandemie, die die beiden aber gut gemeistert haben, fand selbst die Ministerin. Wir haben weltweit ein Signal gesendet, in einer Zeit, in einer Welt, wo die Pandemie ja mitnichten vorbei ist, dass Kunst und Kultur leben muss. Vielleicht aber fand Roth die Doppelspitze nicht lebendig genug. Manche sagen, Chatrian sei nie richtig in Berlin bei den Bären angekommen. Eigentlich wäre er lieber zurück bei den Leoparden in Locarno. Dazu Probleme mit den Sponsoren, kaum einen Draht zur Stadt Berlin und die Zusammenarbeit mit Rissenbeek sei nicht sehr harmonisch verlaufen. Ist Roths Neuanfang doch ein richtiger Schritt? Dazu ihr Ministerium? Richtig und notwendig bleibt aus Sicht der Kulturstaatsministerin eine Neuaufstellung der Berlinale mit einer Intendanz, die sowohl die künstlerische Leitung und Verantwortung wie auch den geschäftlichen Bereich konsequent zusammendenkt. Das ist eine notwendige Korrektur gegenüber der vor 5 Jahren eingeführten Struktur. Ein Happy End wird es in diesem Filmdrama wohl nicht mehr geben. Hat die Ministerin der Berlinale einen Bärendienst erwiesen oder einfach nur die richtigen Konsequenzen gezogen? Zugeschaltet aus Berlin ist mir nun der Filmkritiker Knut Elstermann, der die Berlinale bestens kennt. Guten Abend, Herr Elstermann. Guten Abend, hallo. Was meinen Sie, ist es eine Fehlentscheidung oder die richtige Konsequenz, Carlo Chatrian jetzt ziehen zu lassen, auch wenn er von so vielen internationalen Stimmen jetzt so gelobt wird? Ich denke, es ist eine ganz zwiespältige Entwicklung. Also ich finde erstmal den Stil richtig schlecht, das muss man ganz klar sagen. Also mit ihm nicht vorher zu sprechen, ihn faktisch zu überwältigen mit dieser Nachricht, das macht man einfach nicht mit einem Mann, der international durchaus einen großen Ruf hat als Filmspezialist. Also der Stil gefällt mir überhaupt nicht. Ich finde es auch zu spät, wenn man eine Veränderung wollte. Es müsste jetzt ganz schnell gehen, jemand Neues zu finden, der ich dann einarbeiten muss. Das sind alles Dinge, die mir wirklich nicht gefallen. Ich verstehe allerdings auch, dass man vielleicht nach einem neuen Weg sucht für die Berlinale. Dass man einen Mann sucht, der vielleicht wirklich mehr in dieser Stadt vernetzt ist, der die Stadt liebt, der mit der Stadt was zu tun hat, der sich wirklich verbindet mit Berlin. Und das gehört immer zur Berlinale dazu. Also da hat er durchaus einige Dinge ausgelassen. Der hat ja anders agieren können, trotz all der Schwierigkeiten, die auch eben benannt wurden, Pandemie. Das waren alles Dinge, die haben ihm das Leben schwer gemacht. Das darf man nicht vergessen. Aber eine ideale Besetzung für diesen Posten ist der ohne Frage nicht. Und ich finde es jetzt zwar ein bisschen merkwürdig, dass man sagt, wir packen jetzt die beiden Posten zusammen und damit wären wir im Grunde genommen ihn ja los. Das hätte man wirklich eleganter lösen können. Das hätte man anders machen müssen. Aber dass man sich eine Veränderung erhofft, kann ich schon verstehen. Veränderungen, sagen Sie, und dass man jetzt diese 2 Posten zusammenpackt. Jetzt ist es ja nicht ganz ungewöhnlich, so eine Doppelspitze zu haben. Kulturstaatsministerin Claudia Roth möchte aber jetzt wieder das in einer Person vereint haben. Das ist eine unglaubliche Herausforderung, das wissen wir. Und ist das überhaupt noch zeitgemäß? Genau, also die Frage stelle ich mir auch. Alle anderen großen Festivals, auch Venedig, haben diese Doppelspitze, die ja dann auch den künstlerischen Leiter, die Leiterin entlasten kann. Das ist natürlich ein wichtiger Schritt gewesen, jetzt zurückzugehen zu so einem Intendantenmodell, das ich offen gestanden wirklich auch altmodisch finde. Und schauen wir uns an, die Krise auch in den öffentlich-rechtlichen Sendern, auch das hat ja durchaus zu tun mit so einem veralteten Modell von Leitung, finde ich. Die Theater, man könnte darüber lange diskutieren. Also ich finde, das ist eigentlich eher ein Rückschritt. Vielleicht hätte man eine andere Form finden können, vielleicht was Neueres, auch was Moderneres, um möglicherweise so einem Festival auch einen neuen Energieschub zu geben. Hätte die Berlinale auch durchaus gebraucht. Aber jetzt zu sagen, wir kehren zurück zu so einem verstaubten Intendantenmodell mit dieser Machtfülle, ist das ja ausgestattet, dieses Amt. Also das finde ich dann schon auch wiederum etwas veraltet, woran man sieht, dass all diese Schritte, auch diese Entscheidungen jetzt wirklich offenbar sehr übereilt stattfanden, dass man sich überhaupt nicht genau überlegt hat, wo wollen wir auch hin mit diesem Festival, was wollen wir mit der Berlinale überhaupt. Vielleicht hätte man sich das erstmal überlegen sollen und dann möglicherweise über Personalfragen reden sollen. Ich habe zugegebenermaßen schon immer bei Dieter Koslik, bei dem Vorgänger, gedacht, dass es muss ja irgendwie so eine eierlegende Wollmilchsau sein, die das alles beherrscht, inhaltlich fit ist, die perfekte Show auf dem roten Teppich macht, die Stars zieht und so weiter. Und jetzt in dieser Kürze, also jetzt überhaupt mal erst eine Findungskommission zu gründen und so weiter, ich weiß gar nicht, wie das bis übernächstes Jahr funktionieren soll. Wer soll das denn sein?
Eben, und diese Person müsste ja auch schon mitlaufen beim nächsten Festival, einfach eingearbeitet werden. Also ich finde es auch, es ist sehr, sehr knapp. Und Sie haben völlig recht, also Dieter Kostic war natürlich dann auch der ideale Kommunikator. Vielleicht hätte man ihm damals einen künstlerischen Leiter und eine Leiterin an die Seite stellen sollen, dann wären manche Dinge vielleicht etwas anders gelaufen. Aber ich finde auch jetzt zum Beispiel, was wir erleben, Sie haben ja diese Unterstützungsbriefaktion da schon benannt, das sind natürlich alles sehr wohlfeile Geschichten. Jetzt gerade die Krise, mit der Berlinale ja leben muss, ist ja auch eine Krise, die Kostic schon hatte. Hollywood, Amerika ist nicht mehr da, die sind in Venedig. Da beginnt ja jetzt gerade die Oscarsaison, da laufen die großen Filme, die laufen nicht mehr in Berlin. Und wenn Martin Scorsese dann unterschreibt und versucht, sich für Carlo Chatrian stark zu machen, ist das schon ein bisschen merkwürdig, wenn man sich sagt, eure Filme sind hier aber nicht mehr zu sehen in Berlin. Also das gehört ja zu den vielen Krisen. Es ist ja auch die Krise des Kinos, die sich in Berlin spiegelt. Das sind Krisen, die muss man jetzt anpacken, da muss man sich was überlegen. Und ich sage Ihnen auch, Carlo Chatrian hat ja sehr, sehr gefällig die Kürzungen hingenommen. Die Berlinale muss große Einschnitte machen, gerade im deutschen Bereich, was ich sehr schade finde. Da gab es keine Mobilisierung. Da hat er das hingenommen, hat ihm nichts genutzt, wie wir das gerade sehen. Da hätte er ja auch Leute mobilisieren können. Die Deutsche Filmakademie, den Regieverband, den Produzentenverband und. Die hätten einen Aufschrei mit ihm gemeinsam leisten können. Das hat er nicht getan. Jetzt, wo es um seine eigene Person geht, da plötzlich haben wir diese Unterstützung und da haben wir den Aufschrei, den ich sehr vermisst habe, als es um das Profil der Berlinale ging. Sie haben schon gesagt, die Berlinale hat schon lange mit Krisen zu kämpfen, auch eben was die Konkurrenz zu den anderen großen Festivals angeht. Ist dennoch jetzt mit dieser Entscheidung und mit dieser Kritik in der internationalen Öffentlichkeit, also verspielt damit Claudia Roth noch mehr den Ruf, das Ansehen dieser doch noch sehr geschätzten Berlinale? Genau, die ja auch wirklich was Besonderes ist, ein Publikumsfestival. Deshalb haben mich diese Einschnitte auch so geärgert, weil die natürlich auch dazu führen, dass das Publikum reduziert wird und dass das deutsche Kino nicht mehr so präsent ist bei der Berlinale, wie es ja war. Die Deutsche Reihe ist gestrichen und es ist völlig richtig. Die Berlinale muss ihr Profil sehr, sehr schärfen. Und mit diesen merkwürdigen Vorgängen jetzt um einen so wichtigen Posten beschädigt man das Ansehen der Berlinale, man beschädigt aber auch dieses Amt, was ja ein sehr wichtiges und sehr schwieriges ist. Das wissen wir alle. Ich frage mich wirklich, wer das jetzt machen will unter diesen Bedingungen. Wir werden sehen, ob die Findungskommission da tatsächlich jemand findet. Herr Hesselmann, wir sind alle sehr gespannt. Nächstes Jahr findet sie nochmal unter der Leitung von Carlo Chatrian und Marianne Riesenbeck statt. Und dann sehen wir weiter. Ich danke Ihnen. Dankeschön.